Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein großer Musiker, der allein durch einen Wald wanderte. Er dachte an viele Dinge, aber bald wurde ihm langweilig und er sagte sich, die Zeit vergeht langsam für mich in diesem Wald. Ich muss einen guten Freund finden. Er nahm seine Geige von seinem Rücken und spielte eine Melodie, die durch die Bäume hallte. Nicht lange danach kam ein Wolf trottend durch die Büsche auf ihn zu. »Oh nein, ein Wolf kommt!« »Ich möchte ihn nicht als Freund«, sagte der Musiker. Doch der Wolf näherte sich und sagte, »Lieber Musiker, du spielst so schön. Ich möchte das auch lernen.« »Es ist einfach zu lernen«, antwortete der Musiker. »Du musst nur alles tun, was ich dir sage. Ich werde dir zuhören, wie ein Schüler einem Lehrer zuhört«, sagte der Wolf. Der Musiker sagte dem Wolf, ihm zu folgen, und während sie zusammengingen, kamen sie zu einer alten Eiche, die innen hohl und in 2 Teile gespalten war. »Schau«, sagte der Musiker, »wenn du spielen lernen möchtest, lege deine Vorderpfoten in diesen Riss.« Der Wolf tat, was ihm gesagt wurde, und der Musiker griff schnell nach einem Stein und schlug ihn einmal herunter, so dass die Pfoten des Wolfs wie die eines Gefangenen dort eingeklemmt blieben. »Bleib hier, bis ich zurückkomme«, sagte der Musiker und ging. Nach einer Weile dachte der Musiker, die Zeit vergeht immer noch langsam für mich im Wald. Ich werde einen anderen Freund finden. Er nahm seine Geige wieder und spielte eine lebhafte Melodie. Bald schlich ein Fuchs durch die Bäume. »Oh nein, ein Fuchs kommt«, sagte der Musiker. Ich möchte ihn nicht. Doch der Fuchs kam näher und sagte, »Lieber Musiker, du spielst so schön. Ich möchte auch lernen.« »Es ist einfach zu lernen«, sagte der Musiker. »Du musst nur alles tun, was ich dir sage. Ich werde dir zuhören, wie ein Schüler einem Lehrer zuhört«, sagte der Fuchs. Der Musiker sagte dem Fuchs, ihm zu folgen, und während sie gingen, kamen sie zu einem Weg mit hohen Büschen auf beiden Seiten. Der Musiker hielt an und bog einen jungen Haselstrauch bis zum Boden, indem er seinen Fuß darauf stellte. Dann bog er einen anderen jungen Baum von der anderen Seite und sagte, »Jetzt, kleiner Fuchs, wenn du etwas lernen möchtest, gib mir deine linke Vorderpfote.« Der Fuchs gehorchte, und der Musiker band seine Pfote an den linken Ast. »Jetzt gib mir deine rechte Pfote«, sagte er und band sie an den rechten Ast. Nachdem er überprüft hatte, dass sie sicher gebunden waren, ließ er los, und die Büsche schnellten zurück und hoben den kleinen Fuchs in die Luft, der sich mühte. »Warte dort, bis ich zurückkomme«, sagte der Musiker und ging weiter. Wieder dachte der Musiker, die Zeit vergeht langsam für mich hier im Wald. Ich werde einen weiteren Gefährten finden. Also nahm er seine Geige ein weiteres Mal, und die Musik hallte durch die Bäume. Diesmal hüpfte ein kleines Kaninchen auf ihn zu. »Oh, schau, ein Kaninchen kommt«, sagte der Musiker. Ich möchte ihn nicht. »Lieber Musiker«, sagte das Kaninchen, »du spielst so schön. Ich möchte auch lernen.« »Es ist einfach zu lernen«, sagte der Musiker. »Du musst nur alles tun, was ich dir sage. Ich werde dir zuhören, wie ein Schüler einem Lehrer zuhört«, erwiderte das kleine Kaninchen. Sie gingen eine Weile, bis sie eine Lichtung im Wald erreichten, wo ein Pappelnbaum stand. Der Musiker band ein langes Schnurrband um den Hals des kleinen Kaninchens und befestigte das andere Ende am Baum. »Jetzt, kleines Kaninchen, laufe 20 Mal um den Baum«, rief der Musiker, und das kleine Kaninchen rannte und rannte. Nach 20 Runden hatte sich das Schnurrband um den Baum gewickelt, und das Kaninchen war gefangen,
zog und zerrte, doch es wurde nur enger um seinen Hals. »Warte dort, bis ich zurückkomme«, sagte der Musiker und ging weiter. In der Zwischenzeit hatte der Wolf gedrückt, gezogen und auf den Stein gebissen, bis er seine Pfoten befreite. Wütend und entschlossen lief er dem Musiker nach, um sich zu rächen. Als der Fuchs den Wolf rennen sah, rief er: »Bruder Wolf, hilf mir! Der Musiker hat mich verraten.« Der Wolf lief zu dem kleinen Baum, biss das Band entzwei und befreite den Fuchs. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach dem Musiker. Sie fanden auch das Kaninchen und befreiten es, und dann suchten sie gemeinsam nach dem Musiker. Der Musiker spielte wieder seine Geige, während er ging. Diesmal erregte seine Musik die Aufmerksamkeit eines armen Holzfällers, der seine Arbeit niederlegte und mit seiner Axt kam, um zuzuhören. »Endlich ein echter Freund«, sagte der Musiker. »Ich habe nach einem Menschen gesucht, nicht nach einem wilden Tier.« Er spielte so schön, dass der Holzfäller da stand, verzaubert und voller Freude. Doch während er dort stand, näherten sich der Wolf, der Fuchs und das Kaninchen, und der Holzfäller bemerkte, dass sie so aussahen, als wollten sie etwas Böses tun. Er hob seine glänzende Axt und stellte sich schützend vor den Musiker. Die Tiere hatten Angst und liefen zurück in den Wald. Der Musiker, dankbar, spielte noch ein Lied für den Holzfäller, bevor er seinen Weg fortsetzte. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.